So, guten Morgen allerseits. Heute seht ihr mich mal an einem anderen Ort. Wo, ist egal, bleibt privat. Aber ich will die freie Zeit für euch nutzen, um Video zu machen. Den Themenkomplex wird heute hauptsächlich sein Fragenbeantwortung zu euren Kommentaren und wieder zu einigen Privatnachrichten aus den letzten Videos. Das neue Mikrofon ist bei mir dank Juri angekommen. Per Ozon, hat super geklappt. Ich habe es auch schon aufgeladen. Ich hatte im Außenbereich einen Test gemacht, aber jetzt hier drin brauche ich es nicht. Und bei den nächsten Außenvideos und Fahrten mit dem Auto werden wir mal schauen, wie sich das neue Mikrofon schlägt. So, und falls da jetzt jemand auf die Idee kommt, weil mein Blick zu euch noch nicht so perfekt in die Kamera ist. Für mich ist das Problem bei meinem Handy, die Kamera ist oben rechts in der Ecke und unten links an der anderen Seite habe ich die Einstellungen für die Zeit und für die Belichtung und den ganzen anderen Mist, was ich beobachten muss. Und ich muss immer da unten die Zeit beobachten, wenn ich rede. Ich darf nämlich nicht über 1 Minute 20 kommen, weil dann kann ich die Videos nicht mehr hochladen. Das ist ja begrenzt. Wenn ich eine bestimmte Megabyte-Anzahl habe, dann gehen die einfach nicht mehr durch. Deswegen müssen wir immer kleine Schnipsel machen. Und ja, da hinten auf dem Laptop, da kleben 3, 4 kleine gelbe Spickzettel angeklebt mit dem, was ich heute erzählen will, damit ich nichts vergesse. Und einige Kommentare von euch habe ich mir kopiert und mir auf dem Laptop-Bildschirm gelegt, damit ich die dann beantworten kann. Das ist alles. Also, ich muss noch ein bisschen trainieren mit der Kamera, um mit dem ganzen Spaß zurechtzukommen, weil so professionell bin ich nicht. Sorry, Leute. Will ich auch nicht sein. Ich bin ich und fertig. Ich bin Matze und erledigt. Wenn es stört, bitte weitergehen. So, Leute, ich musste mir mal die Brille aufsetzen, nicht um euch zu ärgern, aber damit ich cooler aussehe. Nee. In der Nähe habe ich ein Problem. Ich bin kurzsichtig geworden. Bin nicht mehr der Jüngste. Aber egal. Schweres Thema. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen auch nebenbei auf meine Spickzettel am Laptop schauen, die ich mir herangeklebt habe. Im letzten Video gab es ein bisschen Protest, weil ich über meine eigenen Prinzipien weit hinausgegangen bin. Ja, habt ihr recht. Und dieses schwer verdauliche Thema Politik angesprochen habe. Dazu muss ich etwas ergänzend euch mitteilen. Wer dazu fähig ist, kann auch gern zwischen den Worten zuhören. Und ich denke hier auf diesem Kanal, die meisten von euch, ich sage mal Pi mal Daumen 99,9%, bis auf die 1, 2 Tastaturhelden, ihr seid dazu fähig. Und dann versteht ihr das Ganze noch klarer, noch besser. Es geht nicht, dass ich hier auf YouTube 100% frei Schnauze spreche, vor allen Dingen bei diesem extrem schweren Thema, was ich glaube, bei jedem Bauchschmerzen verursacht. Denn dann würde uns YouTube den Kanal wahrscheinlich blockieren oder das Video löschen. Und darauf haben wir keinen Bock. Deswegen hatte ich damals einige Sequenzen sehr oft neu aufgenommen und selbst Probe geschaut, bis ich mir gesagt habe, naja, so Pi mal Daumen, vielleicht vertretbar. Mal schauen, wie sich entwickelt. Deswegen ist das so gekommen. Und jetzt kommt noch ein zweites Teilchen dazu. Ich habe eigentlich versucht, dort so gut es geht, an einigen Stellen, speziellen Stellen durch die Blume zu sprechen. Und im Prinzip ist es auch eine einmalige Sache. Wird auf keinen Fall mehr vorkommen. Weil dieses Thema mich extrem selbst persönlich nervt. Aber ich hatte in der letzten Zeit so viele Privatnachrichten bekommen mit Meldungen und Berichten aus der alten Heimat. Zum Beispiel Berlin, dieser riesen Energieausfall und noch vieles weitere, dass mir einfach mal ein bisschen das Blut hochgeköchelt ist. Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Und manchmal reicht's auch mir, obwohl ich ein geduldiger Bär bin. Echt. So, das ging so weit, dass ich den Tag zuvor beim Frühstück saß mit meinem Käffchen. Ja, und dann habe ich die Lektüre gelesen. Ja, dann mein geliebtes Käffchen. Kam mir fast wieder hoch. Ja, das hat mir ehrlich gesagt den ganzen Tag versaut. Deswegen ist eigentlich das letzte Video mit dem Thema entstanden. Das ist der einzige Grund. Weil auch mir mal, ich sage mal, die Hauptsicherung kurz
bei dem Thema durchgebrannt ist. Und nach der Wende habe ich genug erlebt. Braucht mir keiner was vormachen aus den alten Bundesländern. Bis später. So, und an der nächsten Stelle jetzt füge mal ein kleines Video von unterwegs ein. Tonqualität ist noch ohne Mikrofon, aber ich habe entschieden, das passt. Viel Spaß beim Schauen. Ja, und die andere Sache, normalerweise gibt es doch bei mir nicht rauchen im Auto. Das ist total blöd, weil das stinkt in der Karre. Aber an dem Tag war ich etwas schwach geworden in meinen Prinzipien. Weil insgesamt ich fast 6 Stunden Wartezeit hatte, die ich im Auto verbracht habe. Weil wir den Tag 5 Stationen angefahren sind. Oder 5 Punkte, die wir abarbeiten mussten. Und das war für mich ein bisschen sehr langweilig. Gibt's eigentlich nicht. Habt auch recht, Rauchen ist blöd. Ich bin noch dabei, das zu reduzieren. Ich will davon wieder wegkommen. Weil ich war schon mal lange Zeit ohne diesen Mist. Deshalb, ich gebe euch recht, wenn ihr sagt, Rauchen ist scheiße. Machen wir mal eine Fragenbeantwortung. Ja, ich weiß, dass mein Niva da oben rechts auf der Beifahrer einen Riss in der Scheibe hat. Der ist schon lange. Da kam ein Steinchen auf dem Sprung vorbei. Ja, und den Riss reparieren geht nicht. Ich war bei solchen Firmen hier, namhafte, die ihr auch kennt, die haben alle gesagt, Scheibe wechseln. Und jetzt die Scheibe wechseln wegen dem kleinen Riss, habe ich keine Lust. Unsere Polizisten stört es nicht, der Riss wächst nicht, der ist seit Monaten stabil, also warum soll ich ihn jetzt wechseln? Sollte es irgendwann weiterreißen und mir ein Spinnennetz machen, ja, dann muss ich. Aber jetzt ist nicht so wichtig, es gibt wichtige Dinge vor dir. So, an der Stelle fügen wir auch was für euch ein. Ältere Aufnahmen noch ohne Mikrofon, die ich im Außenbereich gemacht habe, zum Themenkomplex Pflanzen, Sämereien, Obst und Gemüse, Allgemeinernährung. Themenkomplex Sämereien für Pflanzen. Was gibt es bei euch für Sortenpflanzen? Ganz einfach. Meine private Erfahrung ist, ich habe ja mit vielen Bauern und Leuten auf dem Land gesprochen. Sehr oft. Was die anbauen. Das sind alles gute, alte Sorten. Hier gibt es kein GMO. Hier gibt es kein hybrides, verpanschtes Gelumpe, was die euch hinterher schmeißen. Bei uns schmeckt Weißkraut noch nach Weißkraut, so richtig wie es früher in den alten Zeiten war, wie ich es aus der Kindheit kenne, aus DDR-Zeiten. Knackig, frisch, lecker. Da brauchst du nichts anderes. Rotkraut, Tomaten, Gurke, Kohlrabi und alles andere. Das schmeckt noch so, wie es schmecken muss, wie früher. Und vor allem, man kann selber Samen ziehen davon. Und der wächst auch nächstes Jahr wieder. Das ist eine ganz andere Welt, als ihr euch das vorstellen könnt. Genauso was Bäume, Obstsorten betrifft. Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche und das alles. Kirschen, Pflaumen. Alles die guten alten Sorten. Ich hatte in Deutschland Riesenprobleme, wenn ich einen Apfel essen wollte. Gekauft. Ging nicht. Allergie. Ging bis zur Luftnot, ging fast bis zur Bewusstlosigkeit. Allergischer Schock. Hier in Russland kann ich jeden Apfel vom Baum pflücken, kann ich essen. Auch im Laden, ist kein Problem. Kann ich genüsslich runterschnurpsen, dazu gibt es eine Butterschnitte mit Salz oben drauf und einen leckeren Tee. Passt, perfekt, mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Und deswegen liebe ich das Land, wo ich hier lebe, das Land meines Herzens, Leute. Weil das eine ganz andere Ernährung ist. Und alle meine Krankheiten, die ich früher hatte in Deutschland, die Probleme mit Magen-Darm und alles andere, Hautausschlag und der ganze andere Mist, ist alles verschwunden. Restlos. Weil, wie gesagt, dank unserer Gesetzgebung ist ja eine sehr gesunde Ernährung möglich. Ja, und die nächste Frage war Milch und Milchprodukte. Da kenne ich hier in Russland einen ganz lieben, netten Menschen, vor dem ich meinen Hut ziehe. Und fast schon seine Produkte niederknien könnte, weil die so schmecken. Stefan Dürr. Einer der größten Milch-, Käse- und Joghurtproduzenten hier in Russland. Der hat ja was aufgebaut, wo ich sage, ich ziehe meinen Hut. Wirklich. Wow. Und das Zeug schmeckt auch. Ist nicht so wie bei euch in Europa, wo sie euch irgendeine weiße Plärre hinterher schmeißen und irgendwelche Käsewürfel, wo Käse draufsteht. Aber was da drin ist, wisst ihr nicht. Das haben wir nicht. Und da kann ich auch jeden anderen Produzenten hier nehmen. Ob aus Omsk, aus Novosibirsk, aus Krasnojarsk, aus UNOD,
Hier schmeckt Käse nach Käse und Joghurt schmeckt nach Joghurt. Wenn du eine Packung Milch aufmachst, natürlich nicht von Sweeterfore oder von Top% gekauft. Nee, das geht hier auch nicht. Aber das, was von den Leuten hergestellt wird, von den einheimischen Produzenten, das kann man nehmen. Das passt. Und ich liebe es, in meinen Tee oder meinen Kaffee einfach einen Schluck Milch reinzuschmeißen. Ist einfach so. Gab's noch eine Frage. Was baut denn ihr an bei euch im Garten in Sibirien? Seid ihr, wir sind gerade angekommen. Ich muss mich erstmal bei meinen Nachbarn erkundigen, was denn bei uns in den klimatischen Regionen hier wächst, was man anbauen kann. Was nicht unbedingt über den Winter sich totfriert oder was dann in der kurzen Sommerhitze verdorren würde. Da muss ich mir erstmal wirklich schlau machen. Aber ich habe so ein paar Pläne, was ich haben will. Ein paar bestimmte Kräuter, ein paar Heilkräuter, ein paar Gewürzpflanzen, die mir wichtig sind. Zum Beispiel Liebstöckel aus Kinderzeit kenne ich von meiner Omi, die das immer für leckere Eintopf und Suppen verwendet hat. Das ist absolutes Muss. Da muss ich irgendwas finden, wie ich das hier anbauen kann. Und wenn ich es im Winter reinnehmen muss ins Häusl, ist auch egal. Aber da werden wir kreativ sein und kreativ entscheiden. Aber das kommt alles erst dann, wenn ich die ganzen alten Baracken draußen abgerissen habe. Da wird das Land urbar gemacht. Da hole ich mir einen Traktor. Da wird einmal komplett umgepflügt und geeckt. Und dann machen wir das. Ja, und Kartoffelsorten, Leute, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Kartoffeln hier wie Kartoffeln schmecken. Nicht so ein wässriges Zeug, wie man euch anbietet. Genauso mit allem anderen. Tomatensorten, Gurkensorten, das weiß ich alles noch nicht. Das muss ich mir alles erst noch in Erfahrung bringen, was ich hier mir besorgen kann. Ich weiß, dass es rundum auf den Dörfern viele Bauern und Familien gibt, die Sämereien und Jungpflänzchen im Frühjahr verkaufen und billig für ein paar Kopeken. Da werde ich mir das natürlich holen, was es hier regional gibt und dann versuchen anzubauen. Mal sehen, wie es läuft. Das müssen wir alles erst testen, erkundschaften, herausfinden. Das heißt, improvisieren und zuschauen, was passiert. Und dann aus den Fehlern lernen. So einfach. Können wir ja euch, wenn es euch interessiert, berichten dann später. Da gehört noch eine Antwort dazu. Hätte ich fast vergessen, Entschuldigung. Werden bei euch in der Landwirtschaft Pestizide und für die Tiere Pharmaka, Hormone und so ein Zeug verwendet? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte Kontakt mit Bauern und mit Leuten, Landwirtschaft, Viehwirtschaft, viel. Auch Erfahrungsaustausch, weil ich mich schlau machen wollte. Weil wir selber auch ein bisschen Viehzeug haben wollen hier. Und da haben die mir sogar gesagt, wenn ich Pharmaka oder irgend so ein Zeug verwenden würde und die würden das beim Testen des Fleisches feststellen oder ein Nachbar würde mich anzinken zum Beispiel, würde ich in den Knast gehen dafür. Also es ist hier per Gesetz verboten, diesen Dreckmist zu verwenden. Und das ist wieder unsere Gesetzgebung. Und da sage ich auch vielen Dank an unsere Regierung, dass ihr Fleisch nach ordentlichem Fleisch schmeckt und nicht wässrig ist. Wenn ich ein Steak in die Pfanne schmeiße, das schrumpft nicht um 80% zusammen und ist dann so groß wie ein Bierdeckel. Nee, das bleibt fast so groß und bleibt saftig und schmackhaft. Davon abgesehen, Steak esse ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Bei mir gibt es maximal ein Hühnchensteak oder ein Truthahnsteak. Wenn es denn mal sein muss, oder ein Truthahnschnitzel oder Hühnchenschnitzel. Ja, das gleiche gilt auch auf Fleisch- und Wurstwaren zu. Also generell Wurstwaren. Natürlich gibt es ja nicht dieses Riesenangebot, wie ihr es habt und auch nicht diese Geschmacksrichtung. Aber man kann es essen. Eine ordentliche Rindfleischsalami schmeckt eben noch nach Rindfleischsalami und nicht nach irgendwas Komischem, was man nicht beschreiben kann. Das gibt ja alles. Unsere Läden und Geschäfte sind voll. Wenn ich dann höre, Sanktionen, Sanktionen, ihr müsst doch am Verhungern sein. Sehe ich verhungert aus, Leute? Ja, ich habe abgenommen. Ich war früher weit über 170 Kilo mal. Ich habe gerade mal noch 96 Kilo auf den Rippen. Aber das reicht. Mehr muss ich nicht. Ich kann auch essen, was ich will. Ich nehme nicht zu. Ich blähe nicht auf so ein Hefekloß von dem Wohlstandsfraß, den ihr da in euch reinstopft. Und es gibt ganz normales Essen jeden Tag. Und das funktioniert. Eben gesunde Ernährung. Da würde ich auch mal drüber nachdenken, was die euch da anbieten.
Na dann diesen Insektenfraß. Boah, da kommt mir die Galle hoch, wenn ich das lese und höre von euch. Boah. Ja, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich darüber kotzen will. Ja, das ist fast schon lustig für mich zum Lesen. Weil ich habe mal durchgezählt. Private Frage. Wie viel Kontakte, also Telefonnummern hast du schon von Zuschauern? Oder wie viele Zuschauer haben deine private Nummer? Ich hab's mal so durchgezählt. Ich habe jetzt mal Freunde, gute Bekannte aus Deutschland und meine ehemaligen Kollegen nicht mitgezählt. Sind es mittlerweile 29. Aber aussortiert und ausgewählt. Ich hatte auch schon einige andere Experten, die mich dann als Nazi, als Vaterlandsverräter beschimpft haben. Leute, ich habe mich so amüsiert über diese Texte. Ich habe euch auch nicht geantwortet. Ihr wisst schon, wer es ist. Weil da stehe ich drüber. Da kann ich mal sagen, komm doch mal. Wir diskutieren das in der Tiger aus. Machen gemeinsames Frühstück mit Gevatter Bär und Mr. Wolf. Weil hier kenne ich ja ein paar schöne Plätzchen in der Tiger, wo man sich da sehr amüsieren könnte drüber. Mit euch. Nee, sowas muss ich mir nicht nachsagen lassen. Ganz gewiss nicht. Und wie gesagt, über solche privaten Nachrichten stehe ich dann drüber. Das kann man ganz einfach blockieren und kommt da wieder was und wieder blockieren. Das ist ein Tastendruck auf dem Handy, ist es erledigt. So, nur zwischenrein. So eine kleine Erheiterung für die Allgemeinheit. Kommen wir zu einer wichtigen Überlebenskernfrage in Sibirien oder hier in Russland. Was zieht man denn bei dieser eisigen Kälte an? Ja, ich bin nicht dick und aufgebläht. Ich habe das nach dem Zwiebelprinzip. Weil ausziehen kannst du immer eine Lage, wenn es dir zu warm wird. Aber noch was herzuzaubern, wenn es zu kalt wird, wird schwierig. Deswegen gehen wir das mal im Einzelnen durch, damit ihr es versteht. So, und dann müssen wir noch was zwischen reinwerfen. Für unsere Auto- und Wohnmobilreisenden, die hier unterwegs sind, eventuell in Russland oder in Sibirien. In den großen Städten, Moskau, St. Petersburg und Nischni Novgorod, wer da unterwegs ist, ist das nicht so wichtig. Aber wenn ihr genauso verrückt seid wie ich und tausende Kilometer über Land gurken wollt mit der Karre, dann solltet ihr verflucht nochmal pro Person einen richtig guten Thermoschlafsack im Auto haben. Zum Einmummeln. Eine ordentliche Mütze, richtig schön, dass das warm am Köppel ist. Fellhandschuhe, richtig gute. Notfalls auch zwei Paar zum Übereinanderziehen. Und gute isolierende Thermoschuhe mit mehreren Socken drin. Dass wenn euch wirklich mal die Karre abstirbt, abseits des Weges oder irgendwo mit in der Prärie zwischen den Orten, weil ihr habt dann nicht alle 5 Kilometer eine Ortschaft. Es geht manchmal hunderte Kilometer stur geradeaus, da ist nichts. Und bleibt in Nacht stehen, da ist nicht viel Verkehr manchmal. Kann sein, ihr wartet eine halbe, dreiviertel eine Stunde, aber in der Zeit friert euch der Arsch ab. Denkt dran. Genauso sollte dann im Auto ein Gaskocher, ein einflammiger, mindestens so ein kleiner Mini-Gaskocher vorhanden sein. Aber denkt dran, die Gaskartuschen bei den Temperaturen friert euch ein. Die funktionieren nicht. Die müsst ihr mit eurer Körperwärme warm halten, bis ihr euren Tee kocht. Und wenn das Wasser gefroren ist, ist auch kein Problem. Eine PET-Flasche kannst du mit einem Taschenmesser aufschneiden. Dann kannst du den Eiswürfel abklopfen und taust einfach auf im Dippel auf dem kleinen Gasherd. Bloß dann musst du das Fenster in den Spalt aufmachen, dass du dann ja erstickst in der Karre. Wo man sowas hinweist. Also Tee, Zucker oder Honig oder ein bisschen Trockenmilchpulver, was du da immer brauchst und ein paar Snacks, sollten immer reichlich im Vorrat im Kofferraum mit vorhanden sein für den Weg. Weil das ist einfach eine Sache, dass man hier gut über die Runden kommt. Erfahrung. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Klamotten, Bekleidung. Nun, ihr braucht euch nicht an mir ein Beispiel nehmen. Ich bin momentan nur dreischichtig. Also normales Unterhemd, T-Shirt, Pullover. Genauso Hosen. Der Schlüpper,
eine lange Unterhose drunter und meine Thermohose. Mehr brauche ich nicht. Wir haben nur knappe minus 40. Ich bin angepasst, ich bin assimiliert, ich bin schon fast Sibiriak. Ich gehe auch, wenn es sein muss, früh zum Rauchen oder wenn ich aufs Klo gehe, nur im Pullover raus. Zweischichtig, interessiert mich nicht. Die 5 Minuten halte ich ab. Aber ihr, wenn ihr aus dem verwöhnten Europa kommt, ja, sehe ich schwarz. Deshalb macht ein Zwiebelprinzip. 1 oder 2 T-Shirts, einen dünnen Pullover drunter, ohne Rollkragen, einen zweiten Pullover, habt ihr schon mal 4 Schichten. So, eventuell, wenn ihr wirklich in die raue Kälte wollt, noch eine Weste oder eine Thermoweste. Und dann eine richtig gute Thermo-Oberjacke oben drüber. Genauso Strümpfe. Normale Strümpfe lange, dann eine bisschen dickere Strümpfe oben drüber, dass ihr 2 Paar Strümpfe habt. Ich habe nur 1 Paar Strümpfe momentan, das reicht zu mit meinen guten sibirischen Schuhen. Die sind perfekt wärmeisoliert. Genauso unten drunter. Mindestens 3-schichtig und dann die Thermose oben drüber. Weil in der Schicht ausziehen, wenn es zu warm ist, kannst du immer. Das ist kein Problem. Aber wo willst du denn die 2. oder 3. Schicht, die du brauchst, wenn es der Arsch kalt ist, herzuzaubern? Ehe du den Koffer ausgewühlt hast und alles gemacht hast. Besser anhaben, besser haben als hätte. Erfahrung. Dann passt das schon. Also Zwiebelprinzip, mindestens 3 Schichten bei minus 30. 4 Schichten bei minus 40 für euch. Und dann noch 2 Paar Handschuhe zu übereinander ziehen bei der Kälte. Eine ordentliche Mütze, die Ohren müssen zu sein, einen ordentlichen Schal, mehrfach drum wickeln, dass der Hals nicht einfriert. Ohren sind wichtig, müssen zu sein, Hals muss zu sein. Gut, bei mir schützt der Bart ein bisschen. Dann passt das schon. Ja, und einige Hardcore-Leute bei uns, wenn die dann draußen arbeiten müssen oder ihren Dienst machen, gibt es auch hier im Winter, die draußen arbeiten, die haben auch bis minus 40 Grad draußen arbeiten. Die haben dann so eine wie heißt das Ding? Balaklava. So einen vollen Gesichtsschutz, wo nur die Augen rausgucken. Die haben die mal meistens auch, nicht nur eine, die 2 Stück steht die drüber, weil dir friert die Nase ein. Es ist ganz schnell, dass du die Nasenspitze erfrierst, einfrierst. Das ist, unter den Augen fängt an zu zwicken, gefährlich sind die Ohren, die frieren die Ohren ab. Du merkst nicht. Wenn du arbeitest, du merkst nicht. Ich habe es selber erlebt, ich habe an der linken Hand ein Problem, bei mir wurde der Fingerkuppe schwarz. Beim Kohlenschippen. Nicht gemerkt, Handschuh eingerissen, Kälte reingegangen. Ich werde wohl in 3-4 Wochen meine Fingerkuppe verlieren. Abfallen. Die fällt einfach um. Naja, ist eben so. Deswegen aufpassen, Leute. Solche kleinen Teilerfrierungen spürt ihr nicht. Die kommen ganz heimlich und leise. Tun auch nicht weh. Aber dann am Abend, wenn ihr in die Wärme reinkommt, dann fängt es an zu hacken, zu schmerzen. Säuisch. Das geht 1,5 bis 2 Tage. Dann beruhigt sich's. Dann hast du kein Gefühl mehr drin und das ist okay. Dann fängt es an gelblich zu werden, ein bisschen bläulich, dann wird es, manchmal wird es ein bisschen rötlich, und dann verfärbt es irgendwann Richtung schwarz und irgendwann fällt es ab. Deswegen aufpassen. Die Kälte ist nicht dein Freund. Aber nun klar, wenn es dann wieder heißt, dein Häusl ist nicht gemütlich, dein Häusl ist nicht schön. Nun klar, ist doch logisch, wir haben es gerade erst gekauft. Das werden wir uns noch so richtig drinnen gemütlich machen. Ein bisschen umbauen, ein bisschen vorrichten. Und noch ein bisschen hier und da was. Dass es dann am Ende so ein richtig schönes, niedliches, gemütliches sibirisches Häusl ist. Aber das kommt. Das braucht Zeit. Und wir sehen das hier in Sibirien locker. Das Wichtigste haben wir. Unseren Ofen. Wir haben es immer schön warm. Und alles andere kommt mit der Zeit. Was heute nicht wird morgen, was morgen nicht wird übermorgen. So einfach ist das. Und jetzt endet damit die Videoreihe. Ich habe mir jetzt mein Mitzel aufgesetzt, bin ein Stückchen gefahren. Ja, und da kommt es schon meine Kleine. Jetzt werden wir heimfahren. Bis zum nächsten Video. Euer Matze. So, dann kommen wir mal zu einem schönen Kommentar, der da gewesen ist, was ich da für eine Ruine gekauft habe. Naja, wenn du das so siehst, das ist meine Entscheidung, das ist mein Zuhause. Mir gefällt das so. Und ich werde was draus machen. Kein Ding. Da komme ich manchmal Gegenfrage. Was war denn bei euch in Berlin los?
tagelang Strom aushalten. Wie viele tausende Haushalte ohne Strom, ohne Heizung. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, sowas interessiert mich nicht. Das tut doch nicht weh, wenn der Strom ausfällt, weil das kenne ich doch. Ganz gut, damals, aus Graz, hatten wir öfter Stromausfall, als dass wir Strom hatten. Deswegen haben wir auch ein paar Kerosinlämpchen zum Licht machen und ein paar Kerzen im Schrank liegen. Stört uns nicht. Haben den russischen Ofen, kann man drauf kochen, einen Tee machen, einen Kaffee, was zu essen kochen und man hat's warm. Also, da frage ich mich jetzt, wer in der Ruine lebt. Ihr wisst gar nicht, wie abhängig wir von dem ganzen Zeug sind. Ihr seid sowas von abhängig von der ganzen Technik, von Energie und dem ganzen anderen Zeug. Das sind wir hier nicht. Deswegen, ich mag mein Zuhause, so wie es ist. Das passt schon. Ja, und dann noch diese vielen Bauvorschriften. Oh, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, da könnte ich ganze Tage lang ein Programm damit füllen, was es bei euch für Vorschriften und Verordnungen und Gesetze gibt. Allein, wenn du ein Häusl kaufst und dann umbauen willst oder renovieren. Oh Leute, das interessiert hier niemand. Das interessiert niemand, was ich für glasierte Holzflaschen auf Dach lege oder ob ich mir Plastikfenster reinmachen will oder wie ich meine Heizungstechnik mache. Interessiert niemand. Die Zaunshöhe, die Zaunsfarbe, die ich verwende, das Material von Zaun. Oder ob ich auf dem Dach Metallplatten mache oder ob ich es mit wie heißt das bei euch auf Deutsch? Mit Dachziegeln, ja, mit Dachziegeln eindecke. Das ist alles mein Bier. Da macht man mir keine Vorschriften. Natürlich gibt es hier auch ein grundlegendes Gesetzeswerk, Fundamenttiefe und ein paar grundlegende Parameter, die man einhalten muss. Vorschriften, ja. Aber so wie bei euch, dass wirklich jeder Furz geregelt beschrieben ist hier nicht, Leute. So, jetzt hat sich noch Tesla zu mir dazu geschmuggelt. Er will ein bisschen mir in die Ohren schnurren. Sind aber auch noch einen Kommentar dazu geben will. Mal schauen. Jetzt kommen wir zu noch einem Themenabschnitt, der euch interessiert. Zumindest wurde mir von Juri gesagt. Ich soll mal so einen kleinen Ausblick geben, was bei uns noch an Videos geplant ist. Dazu kommt jetzt im Anschluss ein Video, nennen wir es mal Spoiler, in die etwas fernere Zukunft, in 1, 2, 3 Monaten vielleicht. Mal schauen, wie ich das schaffe von der Freizeit her. Eine ganz spezielle Geschichte, werdet ihr dann gleich erfahren. Dann die nächsten Sachen, die bei uns aktuell sind. Im Haus muss ich in den Möbeln was machen. Die müssen größtenteils repariert werden und stabilisiert werden. Neue Tiergriffe dran, die Scharniere untereinander verbunden und an der Wand so fixiert, dass mein kleiner Hooligan Michael, mein Söhnchen 4,5, da keinen Unfug machen kann. Das ist das nächste, was wir unbedingt machen müssen. Und die Elektrik parallel, da bin ich schon bei der Planung. Das heißt, da bin ich typisch deutsch bei der Elektrik. Das wird alles exakt durchgeplant und berechnet und aufgelistet. Und da sitze ich auch am Laptop momentan hier an der Klapperkiste, um das alles aufzulisten, weil ich will wissen, wie viel Meter Kabel brauche ich, wie viel 3x1,5, wie viel 3x2,5, Sicherungsautomaten, Kabelkanal, Abzweigdose und der ganze Kladderadatsch. Elektriker wissen das. Da ich das sehr genau nehme ich mir die Zeit, das alles in Ruhe durchzuplanen. Und dann geht das irgendwann los. Das sind die nächsten Projekte. Und jetzt hat Tesla keinen Bock mehr, weil ich zu laut quatsche. Das mag er nicht. Der will bei mir auf der Schulter liegen, wenn ich ruhig bin und will gestreichelt werden. So, das waren jetzt noch so ein paar Sachen, die bei uns kommen. Was eventuell noch ist, in den nächsten Wochen ein bisschen aufräumen und klar Schiff machen im Außenbereich, aber nur, wenn das Wetter mitspielt. Weil bei der Eiseskälte habe ich keine Lust rauszugehen. Ich habe mir schon an der einen Hand ein kleines Problem zugezogen und das muss nicht sein unbedingt nochmal. Deswegen hauptsächlich innenarbeiten, ein bisschen Planung machen am Notebook, noch ein paar andere Sachen nebenbei. Ich arbeite auch nebenbei am Notebook. Ich erstelle Schematas für Elektrik, für Kundschaft und dann schauen wir mal.
Also ich werde mir Mühe geben, auf Bitte von Juri und auch auf teilweise Bitten von euch, für euch noch ein paar interessante Videoprojekte auf die Beine zu stellen. Aber ich mache es nicht als meine Hauptaufgabe. Das ist und bleibt Nebensache und Hobby für mich. Weil andere Sachen haben bei mir Priorität. Sorry Leute. Familie an erster Stelle. Immer so. Bis später, bis zum nächsten Video. Euer Matze. Man könnte jetzt sagen, Achtung, Vorschau. Es gab vor längerer Zeit eine Videoserie über unsere Auswanderung. Warum, wieso, weshalb, weswegen wir nach Russland gegangen sind. Ja, da muss ich sagen, wenn wir euch die Geschichte erzählen, und da bin ich momentan beim Vorbereiten. Achtung, Spoiler könnte man sagen. Ich habe aus der Zeit nur Fotos und eigentlich kurze Videosequenzen. Und das bearbeite ich gerade für euch am Laptop. Das wird Stunden, vielleicht sogar Monate in Anspruch nehmen, bis ich das alles durchgearbeitet habe. Weil ich muss die ganzen Fotos, die ich habe, mit Ton synchronisieren, euch dazu erzählen, wo wir da sind, warum, weshalb, weswegen, unsere Wege und alles andere. Das wird eine sehr interessante Geschichte, weil die Geschichte beginnt eigentlich mit dem Flug von meiner Frau zu mir nach Deutschland, nach Bautzen. Warum, erzähle ich euch dann später. Dann geht die Geschichte weiter, dass wir 7 Monate festgesessen haben in Deutschland. Wir kamen nicht raus. Covid. Alles war dicht. Das nur ein kurzer Vorausblick. Dann ging die Sache weiter. Flughafen. Wir kamen nicht raus. Wir standen am Flughafen und standen die Tränen bis zum Arsch. Und dann ging es weiter. Regelrechte Flucht aus Deutschland Richtung Norwegen. Dann standen wir in Norwegen an der Grenze. In Kirkenes am Schlagbaum zu Murmansk. Ging auch nicht weiter. Dann kam Juri ins Spiel. Was schon ein göttlicher Segen gewesen ist. Aber mehr werde ich euch jetzt hier an dieser Stelle nicht erzählen. Seid neugierig und gespannt drauf. Ich werde das, so gut es mir möglich ist, in der wenigen Freizeit, die ich habe, in den Abendstunden und so wie heute in meiner Tagesfreizeit, da ich auf meine beiden Kleinen heute aufpasse. Meine Frau ist den 2. Tag auf Arbeit offiziell und wir haben noch den Kindergartenplatz nicht frei bekommen. Da ist noch ein bisschen Bürokratie notwendig und für die Schule auch, für unseren großen Sohn. Das wird sich alles erst in der Woche klären und da wollte ich die Zeit eigentlich für euch nutzen. Bis später.